So, die DKB Visa Card stecke ich hier wie gewohnt in den Geldautomaten ein. Und wenn man auf die Sprachauswahl geht, dann findet man hier auch andere Sprachen, weil Deutsch zuerst nicht angezeigt worden ist. Aber bei diesem Automaten der Privatbank findet man zwar auch andere Sprachen, aber nicht Deutsch. Dann geht man hier wieder zurück. Wählt denn, je nachdem nach was man mächtig ist, ich wähle jetzt Englisch aus. Das dauert einen kleinen Moment. Dann ist die PIN-Abfrage. Das ist natürlich auch wichtig, dass einen keiner auf die Hände guckt. Der PIN wird eingegeben. Soweit gewohnt wie bei uns auch an den Automaten. Und hier werden dann Summen vorgeschlagen, die man abheben möchte. Es kann sein, dass selbst bei den Preisen der Ukraine die 2000 zu niedrig ist. Dann könnte man hier einen Betrag selber eingeben. 200 ist das geringste, was man abheben möchte. In meinem Fall möchte ich jetzt 5000 Hryvnia abheben und gebe diese 5000 ein. Natürlich dann weiter, next. Ja, für diese Videodokumentation brauche ich natürlich eine Quittung, deswegen wird die ausgedruckt. Und hier die Frage, ja natürlich, also es ist keine Frage, sondern das kommentiere ich hinterher, oder beziehungsweise das sage ich dann, schreibe ich unter den Artikel, unter dem Video. Ich drücke gleich mal auf Weiter. Jetzt kommt gleich das Geld raus. Und danach passiert etwas, wo man da aufmerksam sein muss, damit man nicht vergisst, hinterher die Karte mitzunehmen. Okay, das Geld kommt raus. Das ist auch eigentlich sinnvoll, das gleich, je nachdem wie viel man hat, sofort in die Hosentasche zu stecken. Dann kommt die Quittung raus, wenn man die angefordert hat. Und jetzt heißt es noch nicht vom Automaten weggehen, weil dann hätte man die Bankkarte vergessen. Und wenn man keine weiteren Services, das werden Sie nicht brauchen jetzt, wenn Sie nur Geld abheben wollen, gehen Sie auf Exit und erst dann wird die Karte wieder ausgeworfen. Jetzt ist sie da. Und ja, so einfach war das Geld abgeben hier in der Ukraine am Automaten von der Privatbank. Es gibt in der Ukraine doch sehr viele verschiedene Banken, aber wenn man sich die Geldautomaten anschaut, findet man die meisten doch von der Privatbank. Und auch hier wieder nicht vergessen, das Abheben vom Geld ist nicht beendet, wenn das Geld draußen ist und das Rezept. Was bedeutet das? Was wir gerade am Geldautomaten gesehen haben, wir haben die englische Sprache ausgewählt, wir haben das Geld rausbekommen, die Quittung kam raus und zum Schluss wird ja dann immer erst die Karte rausgegeben. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. Hier ist ein bisschen die Gefahr, dass man schon losgeht, weil man das Geld hat. Das wollte man ja eigentlich. Und als wir gerade Geld abgehoben haben, kam auf einmal ein Bildschirm mit der russischen Sprache, nicht mehr Englisch. Und die Herausforderung war zu verstehen, was ist da. Man hatte links und rechts eine Tastenauswahl. Ich wusste nicht mal, was ich drücken sollte. Um was ging es bei diesem Bildschirm? Also es ging darum, dass man vorsichtig sein soll. Es gibt ja die Fälle, wenn du nimmst das Geld ab und dann ruft dich jemand an und bittet dich deine Nummer von deiner Karte erzählen oder sagen, und du sollst es einfach nicht machen, weil das ist schon, kann gefährlich sein. Genau. Und welche Taste man jetzt drücken muss, um diesen Bildschirm wegzubekommen und vor allem um seine Karte wieder zu bekommen, das sehen Sie in einer Sekunde. Eigentlich ist von dieser Seite links und rechts, es steht, also links steht es, ich interessiere mich dafür nicht, und rechts steht, ja, ich habe das gelesen, durchgelesen, also das weitergeht. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Es steht hier, dass es kann ja verschiedene Affäre sein, oder es kann also so sein, dass jemand ruft dich an und fragt deine Nummer, deine Karte und sowas, und sie warnen vor, dass sie sowas machen nicht. Wenn jemand dich anruft und sowas fragt, dann das ist, und sagt, dass ein Mitarbeiter von diesem Bank, ist das sehr nicht, also, weil sie machen das nicht. Okay, was muss ich jetzt drücken?
du das gelesen hast. Ja? Okay. Und dann, ja, genau. Ah, interessant. Okay, und dann kommt die Karte raus.